Was denn jetzt? Was fehlt denn? Ach so. So, wie ist denn das jetzt eigentlich? Ist das mit der Mütze in der Mitte? Ja, Ja. Alles gut so? alles gut so. Alles Wie schick? immer. Wie immer. Ja? Alles fein? Nochmal rasieren hier. Moin und hallo. Nee. Nein. Moin und hallo. Moin. Da sind wir wieder. Ja. Frisch und munter, ausgeruht, ausgeschlafen. Was ist passiert? Gastank, Kellerüberschwemmung, Möbelrücken, Möbel entsorgen, Möbel auseinander sägen, Frontscheibe, Pümpchen, Gastank. Ja, unser Leben im Wohnmobil geht jetzt endlich weiter. Ja, Viel Spaß dabei. viel Spaß. Ich fange mal ganz von vorne an. Sei so gut. Ja, Schuld ist Pippi. Wer ist Pippi? Unser neues Wohnmobil. Neues gebrauchtes. Wie viele Wochen haben wir es jetzt? Oder 2 Monate? 2 Monate, Zwei glaube ich. Monate. Gut, jetzt müssen wir ein paar Wochen abrechnen. Da hatten wir also ordentlich zu tun. Schuld, warum Schuld Pippi ist? Pippi bekommt einen Gastank. Damit fing alles an. Da fahren wir jetzt demnächst los ins Ruhrgebiet und da gibt es einen neuen Gastank. Wir sind ja jetzt hier voll auf Gas, Kühlschrank und Heizung. Und wir haben uns so entschieden. Und das ist jetzt aber auch schon ein paar Wochen her, wo wir uns entschieden haben. Und da hieß es, wir haben im November, Mitte, Ende November einen Termin. Ja. Erst so. Und da haben wir angefangen zu überlegen, was machen wir in der Zeit. Wir haben schon aufgeschoben und aufgeschoben und aufgeschoben. Und haben gesagt, wir machen das jetzt. Wir kümmern uns darum. Leben im Wohnmobil heißt ja, wir haben ja unser Haus verkauft, sind ins Wohnmobil gezogen und mussten ja irgendwo unsere Restmöbel und Utensilien unterstellen. Und das haben wir in Hannover, Ja. die Meldeadresse, und da waren unsere Möbel im Keller. Und da gab es einen Wasserschaden, die Heizung kaputt und dann das Elternhaus von Bertel, die Eltern sind verstorben, also wir müssen uns ja auch darum kümmern. Ist ein 50er-Jahre-Bau oder 1955, alles vertefelt. Ja, vor allen Dingen, wir haben das ja gar nicht mitbekommen. Wir Ne? haben das nicht mitbekommen. Der Keller war geflutet und wir sind dann irgendwann mal wieder hier vorbeigekommen, um so Behördenkram und so ein Zeugs zu machen. Und dann, ach du Schande, ne? Ja, nasser Keller, möbelnass. Und dann ging es los, mussten wir alles entrümpeln. Alles klein machen, auf die Kippe fahren. Wir haben hier eine sehr gute Mülldeponie. Da kannst du schön was anliefern, privat. Naja, so war das. Vertäfelungen im Keller. Abgemacht. Wie das so in den 70ern war mit dem Partykeller und so einem Kram. Ne? Und dann überall das Wasser drin und dann fing schon an, naja, den Rest brauche ich gar nicht erzählen. Nein. Auf jeden Fall hat uns das richtig beschäftigt. Die Heizung hat Wasser verloren. So, Ja. es ging immer runter. Wir mussten auffüllen, nachfüllen, auffüllen. So, und irgendwo muss ja das Wasser hin. Und das hat man nicht gesehen durch diese Vertäfelung. Und dann sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, da mal anzufassen. Und das waren schon ordentlich Liter, die da immer weggewurstelt sind. Und die Möbel und jedenfalls alles raus. Wir haben dann Ja. oben angefangen, ihr zu entmisten und unsere Möbel von unten nach oben geholt. Und da sind auch so ein paar alte Schreibtische, die waren ein bisschen feucht und die haben wir dann erstmal zum Lüften auf die Terrasse dann eingeölt und ich habe keine Ahnung was. Und Sperrmüll hätten wir bestellen können natürlich, haben wir aber nicht gemacht, da sind wir ja wieder gebunden. Da muss es ja rausstellen und so weiter und so fort zu einem gewissen Datum. Und da haben wir uns dann entschieden, wir machen das alles selber und haben gemerkt, wir sind da ganz schön an unsere Grenzen gekommen. Wir werden nicht jünger. Wir machen ja immer alles selber. Muskelkater, Gelenkschmerzen, Ja. sind dann zweimal weggefahren, haben zum Ausschlafen nach Dänemark natürlich und dann wiedergekommen und haben gesagt, wir machen einfach eine YouTube-Pause. Buff. So. Ja, YouTube-Pause heißt ja nicht Arbeitspause, ne? Ja. So. Was hatte ich gesagt? Gastank habe ich erwähnt. Ja. So, jetzt sind wir natürlich wieder für euch da. Jetzt kümmern wir uns auch wieder um euch und auch um Püppi. Wie gesagt, jetzt geht's los. Gastanktausch. Was hatten wir jetzt gestern?
wir sind gestern wiedergekommen. Ach ja, das Startbild, was ihr seht. Das Startbild, was ihr seht. Warte. Was denn jetzt? Warte, da habe ich doch ein Geschenk bekommen. Ja, Ich habe doch ein Geschenk. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. da Erzähl. ist so eine kleine, süße Bordeaux-Dogge zu sehen. Ne? Die kennt uns schon. Weil wir waren jetzt das 5. Mal da in 2,5 Jahren mit einem Steinschlag in der Frontscheibe, diesmal genau im Sichtfeld. Und musste wieder getauscht werden. Und da gehört Hermann zu. Hermann gehört nicht zu uns. Das ist also ganz liebe Grüße an dieser Stelle zu Thorsten. Ja. Thorsten ist der Inhaber der, hier hat uns so einen Thermobecher geschenkt, United Autoglas Niederlassung, der hat da gleich mehrere von. Und das ist gar nicht weit von uns hier in Hannover, Isernhagen, Ortsteil Kirchhorst. Und der hat eine Bordeaux-Dogge und die ist so scharf. Ich wollte sie mitnehmen. Ja. Hermann. Hermann. Oh, herrlich. Also wirklich toll. Und bei Thorsten ist es immer total klasse. Wir rufen ihn unterwegs an und er sagt nur, neue Ich weiß Scheibe, Bescheid. alles klar, schicken Schein rüber. Und der hat immer Zeit für uns und hilft uns total gerne. Autoglas, ne? United. Guter Kontakt, Ja. super. Und da gab es zu Weihnachten ein Geschenk, deshalb habe ich diesen Thermobecher in der Hand. Ne? Das sind United Autoglas Thermobecher ne, als Weihnachtspräsent. 5. Scheibe in 2,5 Jahren ist schon der Hammer. Ja, und wir müssen ja immer wieder hinfahren, ne? Ist doch klar. Hermann, musst- ja. die Bordeaux-Dogge, das Schätzchen. Das ist so ein Knuffel, der liebt alle. Der ist so klasse. Ohne Leine am Fahrrad. Ja, finde ich total cool. Ne? Und macht keinen Ärger. Und ist die Ruhe von Person. Na gut, ein bisschen feuchte Aussprache hat er. Wohnmobil geeignet? Schlabber, schlabber. Oh, herrlich. Jedenfalls gut drauf. So, was ist noch passiert? Wir sind ja, wie gesagt, 2-mal zum Ausruhen, Ausschlafen hier abgehauen. Also lange halten wir es hier auch immer nicht aus. Wir müssen dann wieder ins Wohnmobil und los. Und da haben wir festgestellt, dunkle Jahreszeit. Das erste Mal im Dunkeln gefahren. Licht. Ja, ich habe es mir extra aufgeschrieben, sonst vergesse ich das. Blendlicht, das war der Hammer. Wir haben gedacht, das kann doch nicht normal sein. Ne? Du sitzt am Lenker. Wir hatten leider nicht die Dashcam laufen, die war nicht angebaut. Wir haben immer übers Licht geguckt, das war viel zu kurz eingestellt. Zu kurz eingestellt. Nora, das kann ich dir erklären. Wir haben ja hinten die Vorlauffeder auf der Hinterachse und der nivelliert den Wagen ja aus. Ja. Und der Sprinter schon ab Werk, der hängt ja immer so ein bisschen hinten. Jetzt steht der Wagen hinten höher und der Scheinwerfer strahlt mehr nach unten. Und das haben die beim Einbau der Vorlauffeder hinten nicht korrigiert. So dass wir gefahren sind und gedacht haben, das kann es doch nicht sein. Blindflug. Das ist doch LED-Scheinwerfer, du musst doch hier was sehen können. Der hat ja nicht mal mehr die Reflektoren an diesen Seitenbegrenzungspfosten hat er ja nicht mal mehr erwischt. Ne? Und dann waren wir, auch völlig genial, in Hemmoor. Ja, Hemmoor an der Elbe. Ganz toller Mercedes-Händler, immer komplett sympathisch, hat immer Zeit. Tesma heißen die, glaube ich. Ja. Ne? Ja. Und er sagt, ja klar, gucke ich mir an, ne? Ab in die Werkstatt. Und dann haben die ja diese Einstellungsgeräte da für die Scheinwerferhöhe. Sagt er, der hat doch höchst noch 5 Meter geleuchtet. Da könnt ihr doch gar nichts sehen. Nee, Da das haben war sie ein uns- Blindflug. Haben sie uns gleich eingestellt. Das war auch super. Ja, wir wollten los und dann haben wir doch unsere Tour ein bisschen verändert, die kurze zum Ausschlafen. Sind nur bis Wischhafen gefahren, Ja. an die Elbfähre und dann am nächsten Tag nach Hemmoor. Das geht gar nicht. Also bitte kontrolliert mal euer Licht jetzt gerade in dieser Jahreszeit, ob das richtig eingestellt ist. Weil wir haben uns wirklich gewundert, weil das ist ja gerade das Tolle, wenn ihr einmal Iveco gefahren seid, mit der normalen Werksbeleuchtung. Werksbeleuchtung. Dann wisst ihr, was es heißt, wenn man dann in ein anderes Fahrzeug, auch Fiat oder aber ein Sprinter, alles hell beleuchtet. Weil der Iveco, das ist auch grausig. Ja gut, Die Nora, wir Beleuchtung sind ist grausig. die Allrad gefahren. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei den Standard, bei den ohne Allrad ist, ob die LED-Scheinwerfer, was die so haben. Die Allrad, die haben jedenfalls keine LED-Scheinwerfer. Und da sind die Jungs immer kräftig, ne, die Besitzer immer kräftig am Nachrüsten. Da gibt es von Heller LED-Scheinwerfer. So. Haben wir Ja, gemacht. das war ja wie Kerze im Scheinwerfer, das war ja gar nichts. Das war gar nichts.
Haben wir gemacht. Licht geht wieder. Licht geht wieder. Also gut aufpassen. So, was war denn dann noch? Möbel habe ich erzählt, das war alles. Ach so, Was jetzt wieder? jetzt wird mal gleich ein Geräusch eingeblendet. Mal Ach. sehen, ob ihr erratet, was das für ein Geräusch ist. So, Geräusch war da. Das ist unser Babypümpchen. Ich habe es ja mal. Babypümpchen. Und zwar, das ist eine Tauchpumpe. Wir haben den Frischwassertank da. Bertel sitzt da drauf unter der Sitzbank. Und ich sage Babypümpchen mit Absicht. Ist auch hellblau. Und hat nicht so einen hohen Druck. Also da kommt nicht, was hat denn das hier? Ich habe keine 20 Ahnung. Liter die Minute, 1,1 Bar. Okay, das ist nicht viel, was da aus dem Wasserhahn kommt, was ich ja gar nicht schlecht finde. Weil unser Wasserverbrauch ist super gering. Wir kommen sehr lange damit aus, das haben wir festgestellt. Das ist toll. Also, ne, man braucht nicht da jetzt wie zu Hause. Du verbrauchst ja auch gleich mehr. Na jedenfalls, dieses Babypümpchen war das eben. Ne? Und Ja, jetzt musst du ja wissen, ne, dass diese Pumpe, was ist das überhaupt? Wir haben hier eine Komet, Komet VIP, Very Important People, keine Ahnung, Komet Plus. Die hat 1,1 Bar, ne? Das ist ja der Druck, der nachher rauskommt. Und das hier oben, das Blaue, ist ein Rückschlagventil, damit das Wasser aus deinem Schlauch, ne, vom Wasserhahn, wie auch immer, nicht wieder zurück in den Tank läuft, hast du hier noch ein Rückschlagventil. Und die Pumpe, genau dieses Modell, die hatten wir schon 2016 in unserem La Strada Kastenwagen. Und die benutzt La Strada bis heute in all seinen Fahrzeugen. Und das Geniale ist, ich meine, es muss ja schon einen Grund haben. ganz schlau, ne? Ja, wenn du in deiner Grundausstattung eine Ersatzpumpe mit drin hast, ne, dann kommst du ja schon auf die Idee zu fragen, ja, ist denn die Pumpe nicht so doll? Naja. Die hat lustige Geräusche gemacht und Ja. am nächsten Tag war es wieder normal. Ja. Wir haben sie noch drin gelassen, sie läuft jetzt wieder. Und wie gesagt, haben jetzt hier noch die Ersatzpumpe dabei, was wir da in Zukunft machen. Wir haben ja schon mal ein Video gemacht, Ja. als wir den La Strada Avanti EB Kastenwagen hatten. Da hast du ja die. Da habe ich die rausgeschmissen getauscht. und eine Reichpumpe eingebaut, Genau. die mit der Doppelpumpe. Genau. Und die hat zwar auch nicht die höchste Leistung, inzwischen gibt es ja leistungsstärkere Pumpen noch, aber das war uns nicht so wichtig, sondern bei uns ist die Haltbarkeit der Pumpe, die spielt die Hauptrolle. Ja. Das war die Twin, Ja, die Twin-Pumpe. genau. Und die werde ich hier wohl auch wieder reinbauen. Ja. Schauen wir mal, im Moment läuft es ja wieder. Ja, Also Babypümpchen. also Ja. vielleicht noch ganz wichtig, wer solche Pumpen hat mit einem Rückschlagventil und den Wagen einmottet im Winter, also ihn nicht fährt und auch unter Null durchkühlen lässt, weil er nicht beheizt, der muss darauf achten, dass er die ganze Pumpe, also hier ist ja noch ein Schlauch in der Regel dran, dass er die mal auf den Kopf stellt, damit das Ventil vom Wasser leer läuft. Ne? Weil wenn das Ventil mit stehendem Wasser zufriert, dann ist das im Winter, weil der Wagen bei unter Null irgendwo steht, dann geht dir das Ventil kaputt. Das vermeidest du, indem du die Pumpe rausnimmst und mal auf den Kopf stellst. Ne? Ist uns auch schon selber passiert, damals Ja. am Kastenwagen. Ja. Haben wir nicht aufgepasst. Nee, haben wir nicht gemerkt. Beziehungsweise du merkst es nachher, weil die Pumpe nicht mehr so gut funktioniert wie vorher, weil ja das Rückstauventil nicht mehr geht. Und jedes Mal, wenn du dann den Wasserhahn aufmachst, dann musst du ja ganz aus dem Tank das Wasser wieder hochziehen. Und das soll ja gerade das Rückschlagventil, das ja eine sehr sinnvolle Angelegenheit ist, verhindern. Ne? Damit du immer gleich das Wasser direkt am Wasserhahn hast. Da wird es dann gestartet über einen Mikroschalter und dann läuft das auch sofort. Und muss nicht erst aus dem Tank hochziehen. Ja, so am Rande. Ja. Wie geht's weiter? Also, jetzt als nächstes wird der Gastank eingebaut. Da Ja. freue ich mich drauf. Werden wir von berichten und dann auch so ein bisschen über das Leben mit Gaskühlschrank wieder und Gasheizung, wie früher ein bisschen. Im nächsten Jahr werden wir uns was überlegen müssen, was passiert mit unserem Leben im Wohnmobil, weil der Zustand bleibt nicht so. Ja, du meinst mit dem Hannover Alles, und so weiter. Ja, da wird sich einiges ändern. Das sind aber einfach unsere privaten Lebensverhältnisse. Genau. Das hat jetzt mit Internet. Ja, stellen wir die Möbel irgendwo unter.
Das hat ja was mit dem Leben, das werden wir immer. Also Wohnmobil fahren werden Ja, wir ja. immer. Egal, was wir machen, ob wir uns ein kleines Zuhause suchen oder nicht, oder ob wir die Möbel irgendwo anders unterstellen. Wie gesagt, ja, mit Meldeadresse und so weiter und so fort. Die müssen wir ja haben. Ja. Das wissen wir nicht. Also ohne Meldeadresse mit Geht Postfach, nix. das funktioniert so nicht. Dann bist du ja Persona non grata, da kriegst du ja nicht mal mehr einen Handyvertrag. Also das kann man nur empfehlen, dass man irgendwo einen Wohnsitz angemeldet hat. Ne? Wir wollen ja wählen, ne? Da war doch was. Psst. Fällt mir gerade so ein. So, das war das. Gut. Ja. War das jetzt doof? Nein, aber ich bin ja gedanklich bin ich ja bei den Geschehnissen in den USA. Und da fällt mir jetzt nur nicht kein sendefähiger Gag zu ein. Also da halte ich mich jetzt zurück. Gut. Oh. Ja, was bringt die Zukunft? Das wissen wir nicht. So einen kleinen Hermann? So ein kleiner So ein Hermann. Bordeaux-Döckchen? Oh. Oh. Platz wäre ja hier. Ja. Oh, wir fühlen uns wohl. Aber wie gesagt, wir werden noch alles berichten. Wir werden jetzt wieder berichten. Klare Sache. Wir schlafen super. Da Ja, hinten. ja. Oh. Also Längsschläfer ist schon cool. Ja, Auf jeden Fall. viel Platz. Ja. Also, nächstes Mal seht ihr uns und dann berichten wir über Gas. Ja, Gas im Wohnmobil. Ihr Lieben, wir sehen uns. Lasst es euch gut gehen. Bis die Tage. Habe ich das nicht immer gesagt? Ja, ich hab... Ich weiß es nicht. Oh, wir sind aus der Übung mal wieder. Also nochmal. Lasst es euch gut gehen. Nein, nochmal. Ihr Lieben, wir sehen uns. Lasst es euch gut gehen. Bis die Tage. Tschüssikowski. Habe ich jetzt was vergessen? Ich habe wieder was vergessen. Was habe ich vergessen? Nochmal. Das war's für heute. Habt eine wunderbare Zeit Lasst es euch gut gehen. und wir sehen uns. Bis die Tage. Tschüss. Tschüssikowski. Tschüss, Jetzt tschüss, war's. tschüss. Jetzt war's richtig. Jetzt war's richtig. Oh, ja. So, jetzt putze ich noch ein bisschen. Ja, Uns kacken die Tauben hier aufs Dach. ja. Oh. Kennt ihr das? Ja, steht- Einweichen. Das ist ein grausames. Hier steht so ein Baum neben dem Wohnmobil und die Tauben, die lassen sich da gerne nieder und die knallen dann so von oben das Wohnmobil ein bisschen voll. Und das bei diesem ganz, ganz unempfindlichen Lack. Ja, ja. Macht das Spaß. Da müssen wir gleich nochmal Putze machen. Ja, genau. Aber erstmal schön Käffchen, ne? Also, bis bald.